Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem Studio. Ja, die Sendung etwas verspätet, weil ich einen Call hatte, der eigentlich kürzer geplant war, aber er hatte quasi länger gedauert. Irgendwie kriege ich hier gerade Nachrichten ohne Ende. Das muss ich abschalten. Ihr seht, selbst das hatte ich vergessen. Das haben wir jetzt gemacht. Die frisch gepressten Themen, die wir für euch haben. Frankfurter Flughafen, Widerstand gegen das neue Betriebskonzept. Da gibt es Leute, die haben da keinen Bock drauf. Dann haben wir eine Thematik für Israel. Israel ist so, dass dort die Versicherungen ja sagen, können nicht hinfliegen. Der israelische Staat übernimmt das. Qatar Airways hatte auch Probleme während des Angriffs. Da ist jetzt wieder anscheinend alles in Ordnung in Doha, aber mal ein paar Zahlen für euch. 100 Flugzeuge sind diverted, also 100 Flüge sind woanders gelandet, 10.000 Passagiere sind gestrandet, 20.000 sind woanders gelandet. Also das ist wieder geritzt. Das Thema ist wieder alles in Ordnung, aber gehen wir genauer drauf ein. Booking.com hat ein Class Action gegen sich, weil sie die Preise manipulieren. Und dann haben wir nochmal einen Anzug von Eurowings, den ihr auch bei Ryanair benutzen könnt. Das ist ein Anzug statt Koffer. Ja, gehen wir auch drauf ein. Und wir haben natürlich was aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status, Resin Rewards. Da gibt es bis zu 10.000 Bonuspunkte, wenn ihr dort was tut. Und zwar 4 Aufenthalte. Wir gehen da auch nochmal genauer drauf ein. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch dann zu kommentieren. Die Sonne steht auf dem Bildschirm. Ihr seht sie Gott sei Dank nicht, weil ich sie relativ rausgeblendet habe. Ihr merkt, das Licht wandert so wieder weg. Also insofern, hier ist noch ein bisschen zu hell, aber das Flugzeug, da ist das Flugzeug, guckt, nicht runterfallen. Erstes Thema ist halt das Konzept für Frankfurter Flughafen. Da gibt es Widerstand. Mehr Abflüge sollen Richtung Nordwesten passieren. Also bei Westbetrieb geht es dann über den Taunus. Und Taunus ist halt so, dass die Leute da keinen Bock drauf haben. 70% der Betriebstage haben halt Westbetrieb. Die bisher genutzte Südumfliegung soll nur noch in verkehrsarmen Zeiten verwendet werden. Warum? Ganz einfach, damit man eine Kapazitätserweiterung hat, und zwar um das Wachstum bis 2033 zu stemmen. Die Anrainerkommunen, aber auch die Fluglärmkommission, FLK, ich wusste gar nicht, dass die auch abgekürzt werden, die lehnen das natürlich absolut in der aktuellen Form ab. Forderung nach einer ergebnisoffenen Prüfung, das soll noch gemacht werden. Kreditpunkte ist halt, die Anwohner sollen keine Doppelbelastung bekommen. Transparenz und Partizipation bisher ist unzureichend gewesen, die Teilnahme. Und die Fluglärmkommission wurde nicht eingebunden, zeitnah, um dem Ganzen da ihre Meinung zu sagen. Vertrauensverlust ist natürlich bei der Fraport und DFS wegen der schlechten Kommunikation. Der Vorsitzende der Fluglärmkommission, Paul Gerhard Weiß, sagt, es darf keine Entscheidung geben, die die Betroffenen vor vollendete Tatsachen stellt. Deshalb fordert die FLK ja ganz konsequent, Schutz der Bevölkerung muss oberste Priorität haben, keine Umsetzung vor Abschluss aller Prüfungen und FLK-Beratungen, Einbindung aller realistischen Optionen in die Bewertung und natürlich die konsequente Ausrichtung auf Lärmschutz, aber auch Fairness. Das Fazit ist relativ einfach. Das neue Betriebskonzept trifft auf Widerstand in der Region. Klar, man hat keinen Bock, da doppelt belastet zu werden. Ohne eine echte Beteiligung der Gemeinde und transparente Kombination droht halt ein langfristiger Akzeptanzverlust auch und möglicherweise politische sowie juristische Auseinandersetzungen. Aber ich möchte jetzt nichts mehr dazu sagen, weil ich werde ja sonst wieder kritisiert, dass ich hier sage, hey, der Flughafen, der ist doch schon lange da, wer jetzt da wohnt, aber nun gut, Taunus ist auch weit weg, also das kann man ehrlicherweise so sehen. Aus Israel gibt es gute Nachrichten, da möchte man jetzt mit der zivilen Luftfahrt wieder normal fliegen. Nachdem man 12 Tagen Krieg hatte, Donald Trump nennt das ja den 12-Tage-Krieg, in Anlehnung an den 7-Tage-Krieg zwischen Israel und Iran, herrscht aktuell ja Waffenruhe. Sieht auch relativ gut aus, ist also eingehalten. Der zivile Flugverkehr in Tel Aviv läuft wieder, der Ben Gurion Flughafen gibt Gas, El Al, Israel und Arkia fliegen wieder regulär, das sind ja die israelischen Fluggesellschaften, aber die ausländischen Airlines, die anfliegen wollen, Tel Aviv,
Da gibt es natürlich ein Problem. Aber Etihad, Fly Dubai, Ethiopian Bluebird, TUS Airways und Redwings, die wollen wieder direkt fliegen. Aber Lufthansa hat bis 31. Juli keine Flüge nach Israel, aber auch nicht nach Teheran. Delta Airlines setzt die Strecke auch bis 31. August aus New York nach Tel Aviv aus, weil die Fluggesellschaften ein Problem haben mit den Versicherungen. Einige Versicherungen schließen Kriegsrisiken inzwischen aus, zum Beispiel Zerstörung geparkter Flugzeuge. Die Risiken haben natürlich dann für die Fluggesellschaften ein Thema, dass man da Flugzeuge nur hinschickt, die relativ günstig sind, wenn da was passiert, aber auch natürlich, dass man gar nicht hinfliegt. Die israelische Regierung hat jetzt ein staatliches Schutzpaket aufgelegt, die sagen, wir garantieren 8 Milliarden US-Dollar für alle Airlines, auch ausländische. Versicherungen sollen Kriegsrisiken wie Raketenangriffe auf Flugzeuge oder Flughäfen abdecken. Ziel ist natürlich auch, dass man jetzt wieder internationale Fluggesellschaften bekommen möchte, die dorthin fliegen. Zumal man ja auch bei der El Al gerade das Thema hat, dass man dort ja verklagt wird, weil man dort ja anscheinend Preise genommen hat, jenseits von Gut und Böse, aber wir müssen ehrlich sein, Angebot, Nachfrage, das ist halt wie Markt funktioniert. Die Sicherheitslage ist natürlich trotz der funktionierenden Raketenabwehrsysteme dort ein Problem. Im Mai hat ja auch eine Rakete von den Houthi-Milizen aus dem Jemen nicht unweit oder glaube ich sogar auf dem Ben Gurion Flughafen ist sie eingeschlagen und damit ist die Lage natürlich militärisch immer noch gefährlich. Also da auch immer Warschau. Ihr solltet da mal gucken. Weiter gab es dann bei den Freunden von Qatar Airways, genau auch aus diesem Angriff, der von dem Iran durchgeführt worden ist, auf Doha natürlich Probleme. Das ist ja der Urstützpunkt Ul Udeid bei Doha, ca. 80 Meilen südlich vom Hamad International Airport, also nicht ganz so weit weg. Gab es Raketenangriffe und damit ist es so, dass man ja eine Luftraumsperrung hatte über Katar, Bahrain, Kuwait und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten für mehr als 6 Stunden. Gerade Qatar Airways hat große Probleme dadurch gehabt. 100 Flugzeuge waren auf dem Weg nach Doha, einige bereits sogar im Anflug, die dann abdrehen mussten. 20.000 Passagiere auf diesen Flügen mussten umgeleitet werden. 10.000 Passagiere saßen schon in Doha im Transitbereich fest. 30.000 Passagiere sind betroffen. Größter operativer Zwischenfall in der Geschichte von Qatar Airways. Wer es interessiert, für die Unterlagen 25 Flüge sind nach Saudi umgeleitet worden, 18 in die Türkei, 15 nach Indien, 13 in Oman, 5 sind immer noch in die Vereinigten Arabischen Emirate gegangen und weitere Flüge wurden nach Europa, Asien und Nordamerika umgeleitet, zum Beispiel Barcelona oder London sind da gemeint. Nur 3.200 Hotelzimmer konnten organisiert werden, 4.600 Passagiere hatte man damit untergebracht, klar Doppelbelegung, wenn das als Paare war. Und 35.000 Mahlzeiten, Wasser- und Notfallkits am Flughafen sind verteilt worden. Lange Warteschlangen aus den Serviceschaltern. Personal war natürlich teilweise überfordert. Ältere Familien mit Kindern und besonders Bedürftige wurden auf jeden Fall bevorzugt behandelt. Ja, der Wiederanlauf ging dann auch, nachdem nach 6 Stunden der Luftraum wieder freigegeben war. Besatzungsflugzeuge waren ja jedoch verstreut, viele nicht mehr einsatzbereit wegen der Arbeitszeitgrenzen. Also das heißt, dass die Crew ausgeklockt war. 24 Stunden später sind alle 20.000 Passagiere der umgeleiteten Flüge abgefertigt gewesen. Innerhalb von 18 Stunden Regelbetrieb ist wieder aufgenommen worden. 58.000 Passagiere verließen Doha bis zum 24.06., also am Dienstagabend. CEO Badr Al-Mer, der Nachfolger vom legendären, ihr wisst schon, Al-Bakr, nannte die Situation natürlich eine der komplexesten Krisen der modernen Luftfahrtsgeschichte. Und man muss natürlich sagen, dass Qatar Airways dort mit neuen Flugplänen, massiver Kundenbetreuung und Umstrukturierung des Betriebs in Echtzeit reagiert hatte. Also wenn man wirklich die Sachen sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, 100 Flüge umgeleitet, also 100 Flugzeuge umgeleitet worden beim Betroffen, 20.000 Passagiere umgeleitet, 10.000 in Doha festgesetzt, Hotels immer 3.200 organisiert, Notfallunterkunft 4.600, nochmal zusätzlich, man hatte auch nochmal welche dann weggebracht, Mahlzeiten verteilt 35.000, Abflüge 58.000 Passagiere, 18 Stunden hat es nur gedauert, um wieder im Normalbetrieb zu sein. Und da muss man natürlich sagen, ja, das ist schon phänomenal, wenn das bei uns in Deutschland passiert wäre. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was ihr denkt. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Ja, Booking.com hat eine Klage am Hals. Und zwar ist es so, dass der Konsumentenbund, wir als Deutsche wissen natürlich, dass es der Konsumentenbund ist, also Verbraucherzentrale,
Und dann die CCC, das ist die Consumer Competition Claims Foundation, haben Vorwürfe gegen Booking.com. Marktmissbrauch, das ist ein Thema, was dort denen vorgeworfen wird. Booking.com soll seine dominante Marktstellung seit mindestens 2013 genutzt haben, um Wettbewerbsverzerrung durchzuführen. Durch angeblich illegale Absprachen mit Hotels dürfen diese auf anderen Plattformen keine günstigen Preise oder besseren Bedingungen anbieten. Und damit sind Verbraucher in die Irre geführt worden. Es gibt Scheinrabatte von 40%, günstiger nur noch heute als ein Stichwort, obwohl das der Normalpreis ist. Man hat nur noch ein Zimmer verfügbar angezeigt oder 110 Leute schauen sich dieses Hotel an, was aber eine falsche Verknappung ist. Und unvollständige Preisangaben, Zusatzkosten wie Steuern und Gebühren wurden zu spät angezeigt. Und diese Dark Patterns, das sind sogenannte psychologische Tricks, um Konsumenten zu vorschnellen Buchungen zu drängen, sind nach EU-Recht verboten. Dürft ihr nicht machen. Und finanzielle Entschädigungen für die Verbraucher, die durch diese manipulierten Preise zu viel gezahlt haben, bei Hotelbuchungen werden jetzt zurückgefordert. Und was ist da als Verstoß? EU-Wettbewerbsrecht, EU-Verbraucherschutzrecht, niederländische Gesetze gegen irreführende Geschäftspraktiken. Und ganz wichtig ist, dass natürlich zahlreiche Beschwerden über diese Flash-Sales gibt, die ständig verlängert oder vorgetäuscht nur wurden. Angeblich reduzierte Preise, die aber trotzdem gleich geblieben sind, also nichts mit Reduzierung. Sehr komplizierte Stornierungsprozesse, gleich 10 Klicks, die man machen muss, sogar 10 Klicks und mehr sogar, und auch Anrufe, die man machen muss, um zu stornieren. Heißt also, die Verbraucher sollen dadurch auch aufmerksam gemacht werden, dass man so manipuliert wird. Und als Fazit auch hier wieder ganz klar, Booking.com hat ein echtes Thema, jahrelange Intransparenz und mögliche Verbrauchertäuschung. Unter diesem juristischen Druck ist jetzt der Ausgang offen, aber die Signalwirkung für andere OTAs, also Online-Travel-Agencies, die Ähnliches machen, also es ist nicht so, dass das nur Booking.com online macht, ist so, dass man jetzt da eventuell auch rückwirkend Entschädigung bekommen kann, wenn sich die Vorwürfe bestätigen. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr so etwas auch für euch dort gesehen habt oder nicht, oder ob ihr sagt, nee, das kenne ich gar nicht. Ein geiler Scheiß ist der Kofferanzug von Eurowings, weil man soll damit die Handgepäcksgebühren clever umgehen. Aber ich glaube, ich mache das Foto diesmal dahin. Da mache ich das Foto. Da seht ihr das ja auch den Kollegen. Und immer mehr Gesellschaften verlangen ja Zusatzgebühren für Handgepäck. Wir hatten ja berichtet, dass Handgepäck ja kostenlos werden soll, gesetzlich. Und da gibt es natürlich Ryanair, Wizz Air, um einige zu nennen, aber auch natürlich Eurowings. Haben die nicht auch einen Tarif? Ihr könnt ja unten schreiben, ob die einen Tarif haben, wo man auch quasi wenig Handgepäck mitnehmen kann. Ist so, dass man nur eine kleine Tasche erlaubt ist und die unter den Vordersitz passt. Ich glaube, das ist der Basic-Tarif. Ne? Die Gebühren für größere Gepäckstücke, Trolleys können je nach Airline-Route bis zu 50 € pro Strecke bedeuten. Eurowings reagiert mit einer Marketingaktion und präsentiert den Kofferanzug als humorvolle, aber funktionale Lösung. Der Kofferanzug ist halt im Prinzip ein Blaumann, den man natürlich in Eurowings Farbe gemacht hat, mit einem Dutzend Taschen integrierter Rucksack auf dem Rücken, wie ihr gesehen habt, der ebenfalls Steuerung gibt. Ich glaube, in dem Fall ist es ein Notebook. Alles, was also normalerweise im Handgepäckskoffer transportiert wird, passt in den Anzug. Und in dem Video, was ihr euch online anschauen könnt von Eurowings, da kommen T-Shirts, Unterwäsche, Socken, Shorts, Badehose, Zubehör, Ladekabel, Kopfhörer, Regenschutz, Buch, Zahnbürste, Zahnpasta, Sonnencreme, Strandtuch, Badeschlappen, Wasserflasche, Krawatte, Ausrufezeichen, Handventilator und Powerbank rein. Also insofern alles, was ihr braucht. Und man hat auch den Praxistest gemacht. Der Eurowings-Tester reiste mit dem Kofferanzug bei Ryanair und wurde ohne irgendwelche Probleme an Bord gelassen. Vorteil ist natürlich keine extra Gebühren, mehr Beinfreiheit, alles griffbereit. Auch selbst bei Eurowings ist es halt praktisch der Ort dort im Basistarif, wo eine kleine Tasche 40, 30 x 25 erlaubt ist. Aber jetzt fragt ihr euch, warum macht Eurowings das? Das ist halt so ein Augenzwinkern an überkomplizierten und intransparenten Tarifmodellen anderer Airlines und man möchte sich bei Eurowings halt als Value Carrier positionieren mit klarer, fairer Strategie, mit Tarif. Unglaublich, ne? Eben schon 3 Stunden bei Kunden gelabert, davor noch telefoniert gehabt. Also mit klarer, fairer Tarifstruktur möchte man sich als Value Carrier positionieren. Schwierig. Aussage des Unternehmens, wir machen Fliegen einfacher, auch wenn du mal mit Ryanair musst. Also geht los. Der Kofferanzug ist halt eine Marketingkampagne. Ihr könnt jetzt sagen, ob das clever ist oder nicht, aber ihr sagt, nee, das ist Problem. Oder ist das eine Innovation und einfach nur ein PR-Stand mit Social-Media-Potenzial und Wiedererkennungswert? Also da solltet ihr gerne was zu schreiben.
Wir machen ja auch Meilenpunkte und Status. Deshalb haben wir jetzt auch ein Thema, was Meilenpunkte und Status hat. Nämlich bei der Radisson Rewards Bonus Promotion vom 26. Juni bis zum 26. September. Aufenthalt ist vom 26. Juni bis zum 26. September. Habe ich ja schon gesagt. Buchung muss nach Registrierung erfolgen, sonst kein Bonus. Eine Marke kein Bonus, bei 2 Marken gibt es 6.000 Punkte, bei 3 Marken gibt es 2.000 nochmal on top. Das sind dann 8.000. Wer nochmal bei einer 4. Marke übernachtet, kriegt 10.000 Punkte. Maximal sind also, wenn du bei 4 unterschiedlichen Hotelmarken von Radisson übernachtest, gibt es da maximal 10.000 Punkte. Nur gültig für die Hotels, die zum Radisson Rewards Programm gehören, nicht zum Beispiel Radisson America, die gehören ja zu Choice Hotels. Radisson Rewards Punkte haben einen dynamischen Einlösewert, also im Prinzip sind 10.000 Punkte $20 ungefähr. Ist gut, wenn man bei mehreren Marken übernachtet und einfach die Punkte mitnehmen möchte. Der finanzielle Gegenwert ist eher als netter Bonus zu sehen, ist jetzt nichts, wo man sagt, da mache ich jetzt einen Mattress Run oder irgendwas, und ist keine lohnende Punkteaktion. Ja, ich werde die Sendung jetzt schnellstmöglich für euch hochladen. Ich werde das erst gegen 8 Uhr, kurz nach 8 Uhr deutscher Zeit, wird das dann live gehen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like zu lassen. Viel Spaß beim Abspannen und auf School. Bis dann, ciao.